Ich investiere seit Jahren in P2P-Kredite. Aber wie sieht eigentlich die Kreditvergabe hinter den Kulissen aus? Wie entsteht ein P2P-Kredit? Das gab es bisher noch nie zu sehen und das ändern wir heute. Wir beantworten die Frage, wie schnell und einfach geht das für die Kunden? Woran erkennt man gute und schlechte Kreditnehmer? Welche Margen gibt es? Und noch viel, viel mehr im neuen Video von Northern Finance. Mein Name ist Alex Black. Ja, und als erstes möchte ich mich bei Swaper bzw. der Finance Gruppe bedanken, die uns diesen exklusiven Blick hinter die Kulissen von ihrem Geschäft in Spanien gewähren, das dir als Investor Zinsen zwischen 12 bis 16% sogar pro Jahr bietet. Denn dieser Blick hinter die Kulissen ist bei weitem nicht selbstverständlich und wie ich finde, eine super Sache, um mehr Transparenz für uns als Investoren zu schaffen. Ich selbst bin auch bei Swaper seit Jahren investiert und mein letztes Testvideo findest du auch hier in der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Wir werden heute von Anfang bis Ende sehen, wie ein Kredit bei Swaper in Spanien entsteht und dazu habe ich dann auch noch den CEO vom Mutterkonzern Finance einige Fragen gestellt, unter anderem wie stark dieser Prozess eigentlich automatisiert ist, was für Informationen abgefragt werden, wie schnell die Auszahlung dann erfolgt und so weiter. Wenn dir diese Transparenz gefällt, lass dem Video doch ein Like und Abo da, um sowas für deine Investments in Zukunft nicht zu verpassen. Ich würde sagen, legen wir auch direkt los und begeben uns einfach mal in die Rolle von jemandem, bei dem am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist. In diesem Moment sehen wir eine Anzeige vom Kreditgeber Avinto in Spanien oder kennen diesen vielleicht schon von einem Freund, der hier mal einen Kredit in Anspruch genommen hat. Avinto ist die spanische Marke vom Mutterkonzern der sich auch über die hauseigene Plattform Swaper finanziert. Also stellen wir hier auf der Startseite direkt unsere Kriterien ein, wie viel Geld wir vor allem brauchen und für wie lange. Je länger, desto mehr Zinsen werden auch fällig. Und da wir keine Sicherheiten hinterlegen müssen, unser Ausfallrisiko wahrscheinlich eher etwas höher ist und wir das Geld wirklich schnell brauchen und nicht auf die Entscheidung einer Bank warten können, die Tage bis Wochen brauchen kann, ist auch der Zinssatz hoch. Also, wir legen uns als erstes erstmal ein Konto mit E-Mail und Telefonnummer an und erhalten eine SMS als Bestätigung. Die AGB bestätigen wir ebenfalls und die Kontaktaufnahme durch Und wir füllen weitere Details wie den Namen, Geburtsdatum und Personalausweisnummer hier im Formular aus. Anschließend geben wir noch weitere Daten ein, die Avinto erlauben, unser Risiko besser einzuschätzen, wie die Bildung, Berufsstand und das monatliche Gehalt. Damit wird dann auch ein Risikoscore bestimmt. Außerdem müssen wir natürlich angeben, wo wir wohnen und anschließend verifizieren wir unser Bankkonto noch, auf das der Kredit dann ausgezahlt werden soll. Nachdem wir das alles abgeschlossen haben, wird unser Angebot bestätigt und alle wichtigen Informationen wie Laufzeit, Zinsen, Rückzahlung und das Rückzahlungsdatum angezeigt. Wenn wir das dann bestätigen, werden wir im letzten Schritt aufgefordert, den Personalausweis mit der Kamera zu scannen und damit sind wir in unter 2 Minuten schon durch diesen gesamten Prozess durch und das Geld kommt direkt auf unser Konto. Und ein paar Punkte bei diesem Prozess sind besonders wichtig, wie CEO Raivo Tambos erklärt. One of the main things in our business that has to be done, we have to be fast and comfortable for the clients. So we aim for these 5 minutes actually, that we can do everything quickly. Und auch die zusätzliche Überprüfung vom Bankkonto ist wichtig, um eben zu checken, dass dir das entsprechende Bankkonto auch gehört und nicht zum Beispiel der eigenen Frau oder jemand anderem sonst. Und während der Kunde diesen Prozess hier durchläuft, passiert einiges im Hintergrund. Parallelly back, you don't know that, but we also are checking maybe if you are in any of the bad debt registers in Spain. There are several, Equifax, Experian, maybe you had some payment troubles in the past, so we are verifying that Alex or any client don't have any register in any of the Spanish debt registers. Eine beliebte Rückzahlungsmethode ist auch die automatische Abbuchung vom Konto, aber vor allem in Spanien. Hier gibt es immer große Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen in Europa und natürlich auch weltweit. Und diese Schritte, die wir jetzt besprochen haben, müssen alle erfolgen. Keiner davon kann übersprungen werden. Und was ich besonders interessant finde, ist Folgendes. You have completed the process successfully, and our decision engine is who has thousands of features, is basically scoring your application, and then you could receive approval or rejection, or maybe we would consider giving you a loan, but maybe a little bit less.
and then it's the decision coming after that. That's shortly. Und die Auszahlung erfolgt sehr, sehr schnell. We are paying out loan instantly, and to I think 90+% of the banks. So, and we run, and also the very good aspect, what I really like, is that it's running 24 hours. How fast client actually is getting the money on account, that's one of the biggest loyalty aspects. So that's the most important aspect for the client to stay with us, to be loyal to Wando company. Und dann hat mich noch sehr interessiert, was eigentlich einen guten Kunden ausmacht. Ich meine, alles beim Kreditprozess läuft heutzutage automatisch und schnell. Es gibt keine persönlichen Einschätzungen mehr wie früher am Schalter. Wie sieht also der ideale Kunde aus? An welchen Daten macht man das fest? Let's say the income level more than 900 euros and age group from 30 to 45. And if this customer comes via organic traffic, is always better, and one of the best customers are in that group. I was just saying, actually, a fun fact is that females in general, in economical theory as well, females are less risk averse, and we actually see this in this business. The females are relatively have better scores than males. Und dann natürlich auch die Gegenfrage, wie sieht eigentlich jemand aus, dem man ja eher keinen Kredit geben möchte? You know, of course, younger age, 20 to 24, income levels lower than 700 euros. And these clients are more, you know, searching the internet and coming through API channel, which would be a lot of affiliates. So they would be completing the forms in different affiliation websites and then coming to us via API. Mm-hmm. So therefore, logically, we are putting a lot of focus in building our organic traffic. And we have done a lot of initiatives over the last year, building our URL rating for Wando, building the domain rating, building the organic keywords. And just to say that, for example, the traffic value, organic traffic value has increased 180% over last year. Our marketing team is working really hard as we see that, you know, the more traffic we have from organic traffic, it has much better quality, and therefore our total results are better. Weiter hat sich mir auch die Frage gestellt, wenn man den Kreditgeber schon mal persönlich sprechen kann, ob sie eigentlich mehr Kredite vergeben, wenn es mehr Nachfrage von uns Investoren danach gibt. Wie sehen hier die Prioritäten aus? Ist man bereit, mehr Risiken einzugehen oder eher nicht? Kind of at the moment, I would say it's supply driven from our side regarding Swaper, because we're still staying a bit conservative, and then but basically it all depends on the time, really. If we would, so now we're at the stage where we were quite conservative and don't want to kind of push the portfolio too much, as we still want to make sure that the market conditions are correct and right. Then kind of at the moment it's kind of more supply driven, but definitely at the point where you want to speed things up. But basically that's what regulates the supply and demand as everything. So now we attracted just new financing from private investors. So at the moment we're kind of concentrating more on that. We want to grow into new markets, and that's basically, so now to sum it up, we're conservative. So now it's more kind of supply driven, but once we start booming, it will definitely be again more kind of demand driven, that we will have, I would say, an access of kind of on the platform. Und dann stellt sich natürlich auch wieder die Frage, wie viele Kunden hat Wando in Spanien eigentlich an so einem durchschnittlichen Tag? Depending on the month and depending the days of the week, we could be serving more close to 180 to 100 customers. Like, yeah, due to the kind of automated process, it's also relatively, basically it's a scaling business. So yeah. And then we also have another brand in Spain, but that's a bit different. But that's just kind of to also not put all the eggs in one basket. So basically, yeah.
200 Kunden im Schnitt, das ist schon eine ganze Menge, finde ich, die dieses relativ kleine Team, das du hier siehst, jeden Tag bedient und natürlich auch viele weitere Dinge im Hintergrund macht, wie das Finance-Team, das darauf achtet, dass alle vom Auszahlungspartner beglichenen Kredite schnell auch wieder ausgeglichen werden, dass es hier eben Balanced Books gibt sozusagen, und natürlich auch der Support der Kunden hilft, die Probleme beim Bewerbungsprozess für einen Kredit schnell zu lösen. Sehr interessant fand ich auch, dass bestehende Kunden in wenigen Sekunden einen neuen Kredit aufnehmen können, keine weiteren Daten eingeben müssen. Und das ist wohl auch mit der wichtigste Faktor für Kreditnehmer, die Zeit bis zur Auszahlung, wenn es sich eben um so einen einfachen, schnellen Kredit handelt. Hier muss man also spitze sein, was die Zeit angeht. Aber was ich wirklich nicht erwartet habe, war diese Antwort auf meine Frage, wie viel Wando eigentlich mit Neu- und Bestandskunden verdient. It's not as easy that you push the margin out of a client. It's actually dependent on the payment culture, as I mentioned before. So some markets, it's just they pay better, and that's just a fact. So you can work with lower margins. Of course, our main goal is to be as lean as possible, but basically it works. So on the new clients, we have relatively small margins. It's not where you actually really make the money, and the repeated clients are the ones where actually we do have higher margins. So basically, both of them are profitable. Just one of them is more profitable than the other, which is repeated, and that's why basically we're kind of client focused, as we know that the main thing where actually money is made is how our clients like our website, how comfortable it is for them. Also the speed factor, Edwards, I think, thoroughly explained. Und dann ist die Frage natürlich noch interessant, wie hoch die Kredite sind, die Neu- und Bestandskunden durchschnittlich bekommen. Average amount for the new loan is around 180 euros. So we're quite cautious with the first timers because it's still higher risk than the existing ones. And then for repeated, we are at 340 euros mark, and our ambition is to increase it up to 380 within, I think, next year, next 12 months. We have initiatives planned that we will add functionality for existing customers to ask for extra amounts, and this is due to existing customers. Not all of them are using their credit limits. So, for example, if you're a good customer and your credit limit is 600 euros, but today you only need 500, then unused credit limit stays 100 euros. And here we see the potential that allowing during your loan period to actually take these extra 100 would be a very good initiative, which we'll be implementing soon enough. And this clearly will boost the average ticket for existing customers and revenues for us. Ja, so viel erstmal dazu. Lass dem Video ein Like da, wenn dir dieser erste Blick hinter die Kulissen gefällt, denn es geht noch weiter, und einen Kommentar, ob dich etwas davon überrascht hat. Ich bin auf den Austausch gespannt und wichtig ist auch, dass du in den Kommentaren auch Fragen für den zweiten Teil hiervon stellen kannst. Es geht weiter, wie gesagt. In ein paar Wochen folgt dieser zweite Teil, in dem wir die Rückholung thematisieren und wie man hier bei Zahlungsschwierigkeiten von Kunden eigentlich vorgehen muss, damit man diese Probleme löst. Fragen dazu also gerne unten in die Kommentare, und dann gibt es auch etwas mehr Daten. Es ist immer schwierig für Unternehmen mit solchen Transparenzoffensiven abzuwägen, welche Zahlen können eigentlich veröffentlicht werden und welche auch nicht, denn es schauen ja nicht nur Investoren zu, sondern auch immer die Konkurrenz. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir gute Rendite.